Wir landen im Krieg mit Russland, das hat kein geringerer gesagt als Ex-Brigadegeneral Erich Warth bei Markus Lanz und hat sich da ganz schön mit dem CDU-Kriegsexperten Kiesewetter gezofft. Was diese Warnung und eine mögliche neue Drohkulisse für dich bedeutet, das wollen wir uns einmal in diesem Video näher anschauen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache: Wenn du dich, deine Familie und dein Vermögen in Sicherheit bringen willst, dann lade ich dich jetzt zu unserem Schweizer Taschenmesser für dein Plan B Seminar nach Zürich ein, das wir dort regelmäßig veranstalten und auch demnächst wieder. Das sind 2 intensive Tage rund um deinen Plan B, also um Dinge wie zum Beispiel zweite Staatsbürgerschaften, Aufenthaltsgenehmigungen, Bankkonten außerhalb der EU, internationale Vermögensdiversifikation und vieles mehr. Es richtet sich an all jene, die nicht einfach nur abwarten und zuschauen wollen, sondern die konkret etwas machen möchten, um sich, ihre Familien und ihr Vermögen zu schützen. Ich würde mich freuen, dich dort begrüßen zu dürfen. Alle weiteren Details auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Nun aber zurück zum eigentlichen Thema. Gestern Abend bei Markus Lanz im ZDF ist etwas passiert, was du dir anschauen solltest, wenn sich in Deutschland, Österreich oder der Schweiz das gesamte Vermögen konzentriert, was du dir jemals aufgebaut hast. Also dein Haus, deine Firma, deine Bankkonten, dein Vermögen und natürlich auch deine Familie, alles in Europa, alles in der Dachregion. Wenn das für dich zutrifft, dann solltest du dir die Markus Lanz Sendung nochmal anschauen. Ein Mann, der jahrelang an den Schaltstellen der deutschen Sicherheitspolitik gesessen hat, ehemaliger Brigadegeneral der Bundeswehr, militärischer Berater von Kanzlerin Angela Merkel, ein Mann, der Putin persönlich kennengelernt hat und viele andere wichtige Persönlichkeiten auch. Er ist im Fernsehen wirklich laut geworden. Von wem spreche ich hier? Ganz klar von Erich Warth. Ich habe ja das große Glück, ihn persönlich kennengelernt zu haben. Er war schon bei mehreren unserer Veranstaltungen. Er ist ein sehr freundlicher, ein sehr zivilisierter Mensch und es gehört schon einiges dazu, muss man sagen, dass er mal so richtig laut wird. Und in dieser Sendung hat er einen Satz gesagt, der, wie ich meine, die nächsten Jahre möglicherweise prägen wird. Ich zitiere ihn wörtlich. Wir werden, wenn wir so weitermachen, in einem Krieg mit Russland landen. Und wie gesagt, Herr Warth ist ja kein Querdenker. Das ist nicht irgendein Telegram-Kanal, ja, nicht irgendein YouTube-Channel. Das hat der Mann gesagt, der jahrelang im Kanzleramt für militärische Lagebeurteilung verantwortlich war. Und nachdem er diesen Satz gesagt hat, hat er den entscheidenden zweiten Satz nachgeschoben. Den Satz, den keiner der großen Sender, keiner der großen Medien heute Morgen in die Schlagzeilen gepackt hat, obwohl viele Medien über diese aufsehenerregende Sendung gesprochen haben. Warth hat nämlich gesagt, dass die Russen München bereits in ihre Zielplanung mit aufgenommen haben. Wörtlich, das zitiere ich direkt von ihm. München ist ja bekanntlich Hotspot der deutschen Rüstungsindustrie. Die russische Seite hat Namen genannt. Die Russen sagen, die kommen jetzt auch in die Zielplanung. Sein Gegenspieler in der Sendung, Roderich Kiesewetter von der CDU, hat ihm widersprochen. Wir verhandeln nicht über die Ukraine, so sagte Kiesewetter. Die Ukraine muss gestärkt werden. Russland muss aus der Ukraine abziehen. Punkt. Die altbekannten Positionen eben. Und dann kam der Moment in dieser Sendung, der dieses Video überhaupt erst möglich gemacht hat. Warth hat sich umgedreht, hat Kiesewetter direkt in die Augen geschaut und hat ihm gesagt, ich zitiere, Sie wären ein super ukrainischer Verteidigungsminister. Sie sehen alles nur aus der ukrainischen Sicht. Und dann muss man sagen, ist er laut geworden. Ich will aus deutscher Sicht keinen Krieg in Deutschland haben. Wir sind Aufmarschgebiet der NATO, logistische Drehscheibe der NATO. Wenn es einen europäischen Krieg gibt, läuft der in unserem Land. So Herr General Warth. Lass diesen Satz erstmal sacken. Wenn es einen europäischen Krieg gibt, läuft der in deinem Land. Nicht im Donbass, nicht im Baltikum, in Deutschland, in München, in dem Land, in dem du heute Morgen aufgewacht bist, höchstwahrscheinlich. Und während diese Debatte gelaufen ist, während Lanz, Warth und Kiesewetter sich vor einem Millionenpublikum gestritten haben, ist in Moskau und Peking parallel etwas ganz anderes passiert. Und das ist der Teil, über den das ZDF nicht gesprochen hat. Und den möchte ich dir jetzt erläutern. Schauen wir auf die letzten 2 Wochen. Am 6. Mai gibt der russische Botschafter in Berlin ein Interview mit der Izvestia. Wortwörtlich sagt er, Deutschland steuere auf einen militärischen Konflikt
mit Russland zu. Das ist der offizielle Botschafter, das ist nicht irgendein YouTuber, das ist nicht irgendein Verschwörungstheoretiker, das ist nicht irgendein Talkshow-Gast. Das ist der Mann, der für die Verbindung zwischen Berlin und Moskau auf diplomatischer Ebene zuständig ist. Am 7. Mai veröffentlichte Dmitri Medvedev, stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrates, einen Artikel bei Russia Today. Inhalt: Wenn Deutschland auch nur mit Frankreich und Großbritannien ernsthaft über einen gemeinsamen Nuklearschirm spricht, dann ist das nach russischer Strategie-Doktrin ein legitimer Kriegsgrund. Casus belli. Auch das ein wörtliches Zitat. Im selben Artikel schreibt Medvedev, dass Europa, ich zitiere, tierische Angst vor Russland brauche. Animal fear. Das hat ein ehemaliger russischer Präsident geschrieben über dich im Mai 2026. Am 20. Mai, also vorgestern, hat der russische Föderationsrat ein Gesetz verabschiedet, das den Einsatz russischer Streitkräfte zum Schutz russischer Bürger im Ausland erlaubt. Schutz russischer Staatsbürger im Ausland. Erinnert dich das an irgendwas? Genau. Das ist exakt die juristische Konstruktion, die 2014 für die Krim und 2022 für den Donbass benutzt wurde. Diese Konstruktion gilt jetzt für ganz Europa. Auch für die baltischen Staaten, denn dort lebt eine große russische Minderheit. Auch für Deutschland, in dem über 2 Millionen russischsprachige leben. Parallel dazu zündet das russische Staatsfernsehen die nächste Stufe. Solovyov, der wichtigste Propagandist im Kreml, hat in den letzten Monaten mehrfach gesagt, Berlin müsse erneut zerstört werden. Wien müsse erneut befreit werden. Paris stehe auf der Liste. Das ist nicht einfach nur eine Randerscheinung. Das ist der Mann, der die Stimmung im russischen Wohnzimmer macht. Und selbst der deutsche Außenminister Wadefuhl, dein eigener Außenminister, hat im November vorbereitend gesagt, die deutschen Nachrichtendienste warnen eindringlich davor, Russland schaffe sich eine Option, spätestens 2029 einen Krieg gegen die NATO zu führen. Spätestens. Wart sagt jetzt im ZDF im Grunde, das geht früher los, wenn wir so weitermachen. Also eher als 2029. Was meint jetzt Herr Wart damit, wenn er sagt, wenn wir so weitermachen? Meiner Meinung nach meint er Folgendes. Die Briten haben gerade eine Lieferung von 120.000 Kampfdrohnen an die Ukraine bekannt gegeben. Drohnen mit Reichweite tief ins russische Hinterland. Die Ukraine hat am 17. Mai einen der größten Ukraine-Angriffe der Kriegsgeschichte gegen das Moskauer Umland geflogen. Zelensky hat das selbst bestätigt. An den Drohnen arbeiten, das hat Wart bestätigt, auch deutsche Firmen mit Standorten in München. Und Russland hat öffentlich gesagt, dass diese Firmen jetzt Teil der Zielplanung seien. Was heißt das in der Sprache des Militärs? Das heißt, dass München jetzt ein militärisches Ziel ist. Heute. Nicht 2029. Heute. Und während Berlin und London immer weitere Waffen liefern und liefern und liefern, während die Ukraine erfolgreich tiefere Schläge in Russland ausführt, kommt der Tag, an dem Russland in der eigenen Logik zurückschlagen muss. Wart hat das so gesagt. Es kommt der Tag, wo sie Vergeltungsschläge auf Europa, auf Deutschland durchführen werden. Das ist die Position des ehemaligen Beraters der Kanzlerin. Das ist nicht meine Position. Das ist die Aussage des Mannes, der die Briefings geschrieben hat, die Merkel jahrelang gelesen hat. Und jetzt kommt die unangenehme Frage. Was macht eigentlich die deutsche Bundesregierung in dieser Situation? Ich sage es dir, sie redet nicht mit Moskau. Wart hat es bei Lanz auf den Punkt gebracht. Die USA verhandeln seit 1,5 Jahren auf allen Kanälen mit Moskau. Die Briten haben Kanäle, die Türken haben Kanäle, die Saudis haben Kanäle, die Israelis haben Kanäle. Und die deutsche Bundesregierung, sie ist stolz darauf, dass sie nicht mit Moskau redet. Wart sagt wörtlich, und das hat er auch immer bei unseren Events gesagt, dass sich Deutschland früher dadurch ausgezeichnet hat, und zwar unter allen Kanzlern, egal auch immer welcher politischen Couleur, habe man immer heiße Drähte zu Russland gepflegt. Natürlich auch unter Merkel. Egal welche Krisen es gab, egal wie die Gesamtstimmung war, auch wenn es nach Krieg aussah, auch wenn die Lage zu eskalieren schien, man hat nie aufgehört, miteinander zu kommunizieren. Auf welche minimale Art und Weise auch immer. Die Drähte waren vorhanden und die Drähte sind meistens heiß gelaufen. Diese Drähte sind heute alle gekappt. Natürlich nicht nur durch Merz, sondern auch schon durch seinen Vorgänger, Herrn Scholz. Aber jetzt lass das mal sacken. Übersetzt das mal. Das Land, das geografisch in der Mitte Europas liegt,
Das Land, das die logistische NATO-Drehscheibe ist. Das Land, das viel direkter in einen Krieg involviert wäre, viel unmittelbarer als zum Beispiel die USA. Das Land, in dem die Schlüsselindustrie steht. Dieses Land hat keinen direkten Draht zu dem Mann, der entscheidet, ob die Raketen fliegen oder nicht. Und du magst jetzt über Putin denken, was du willst. Du magst ihn für einen Verbrecher halten, du magst große Stücke auf ihn halten, du magst ein Putin-Versteher sein oder nicht. Das ist völlig egal. Jedem müsste eigentlich klar sein, dass es wichtig ist, egal unter welchen Vorzeichen auch immer, dass man miteinander spricht. Und was macht unser Bundeskanzler? Bundeskanzler Friedrich Merz, er schickt Briefe an die EU-Spitze und fordert dort nachdrücklich eine Art EU-Mitgliedschaft light für die Ukraine. Wart nennt das, wie er es nennt, unerträglich. Ein ehemaliger Immobilienmakler aus Brooklyn und der Schwiegersohn des amerikanischen Präsidenten verhandeln über unsere Köpfe hinweg über unser Schicksal, wörtlicher Wart. Und währenddessen schreibt der Bundeskanzler irgendwelche abgefahrenen Briefe nach Brüssel. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Die Bundesregierung hat im April 2026 zum ersten Mal in ihrer Geschichte eine Militärstrategie verabschiedet, in der Russland namentlich als Bedrohung genannt wird. Die Bundeswehr plant geheim für 800.000 Soldaten und 200.000 Militärfahrzeuge, die durch Deutschland Richtung Osten verschoben werden müssten, falls der NATO-Bündnisfall ausgelöst werden würde. Auch das sind keine Verschwörungstheorien. Das steht in Bloomberg-Berichten, in offiziellen Pamphleten aus Schweden, aus Norwegen, aus Finnland. Die Skandinavier verteilen heute schon Broschüren an ihre Bürger, wie sie sich auf einen Konflikt vorbereiten sollen. Der deutsche Verteidigungsminister spricht intern davon, dass hybride Angriffe auf kritische Infrastruktur die Warmlaufphase für einen offenen Krieg sind. Warm-up. Das ist der Begriff, der in einem Bundeswehrpapier steht. Jetzt frag dich kurz, wenn der eigene Außenminister sagt 2029, wenn der eigene Generalinspekteur sagt 2029, wenn der ehemalige militärische Berater der Bundeskanzlerin sagt sogar eher früher als 2029, wenn die Bundeswehr für den Aufmarsch von 800.000 Soldaten plant, wenn der russische Botschafter offen sagt, ihr steuert in die Konfrontation, wenn der russische Föderationsrat ein Gesetz für Eingreifen im Ausland verabschiedet, wenn das alles wahr ist, was machst du dann eigentlich? In München, in Bremen, in Berlin oder auch in Wien, in Zürich? Wartest du? Hoffst du, dass sich der Außenminister irrt? Hoffst du, dass Warth sich irrt? Hoffst du, dass Medvedev nur blufft? Ich sage dir, wie ich das sehe. Ich habe Deutschland im Jahr 2000 verlassen. Damals haben sie mich gefragt, warum gehst du weg von hier? Ist doch alles super, ist doch alles in Ordnung, ist doch das tollste Land der Welt. Damals war Frieden. Damals hat keiner geredet vom Krieg. Damals ging es nicht um eine militärische Auseinandersetzung mit Russland. Damals war die Bundeswehr noch eine Friedensarmee. Damals war München noch eine Wirtschaftsstadt und kein Hotspot der Rüstungsindustrie. Ich habe meinen eigenen Urgroßvater im Kopf, Nikolaus Ehlen. Der hat in den 30er Jahren gesehen, wohin die Sache läuft. Er hat den Mund aufgemacht. Er war Pazifist. Dafür hat ihn das Regime ins Gefängnis geworfen. Und danach haben sie ein Redeverbot verhängt. Er ist im Land geblieben, er hat überlebt. Aber diese Generation, sie haben gesehen, was passiert, wenn man wartet, bis es zu spät ist. Heute reden wir natürlich nicht von Diktatur in Deutschland. Heute reden wir von etwas anderem. Heute reden wir von einem Krieg, der mit großer Wahrscheinlichkeit auch auf deutschem Boden ausgetragen werden wird, wenn er denn kommen sollte. Und wir hoffen natürlich nicht, dass er kommt. Wir reden von einem Land, das laut eigener Planung Aufmarschgebiet ist. Aufmarschgebiet bedeutet, dass die Truppen, die Russland schlagen sollen, durch dein Land rollen werden. Bedeutet, dass die Logistik, die Russland angreifen soll, in deinem Land stationiert ist. Und es bedeutet im Umkehrschluss, dass die russischen Raketen, die diese Logistik treffen sollen, in deinem Land einschlagen werden. Das ist keine apokalyptische Spekulation. Das ist die offene Aussage des Brigadegenerals im deutschen Hauptabendprogramm. Und jetzt komme ich zu dem, weswegen ich dieses Video ja überhaupt nur mache. Ich mache es nicht, um dir Angst zu machen, auch wenn die Realität natürlich beängstigend sein kann. Aber wie man so schön auf Englisch sagt, don't kill the messenger. Also mach mich nicht verantwortlich für die Aussagen der Politiker und anderweitigen Experten, die ich hier zitiert habe. Ich mache dieses Video, weil mein Job seit mehr als 2 Jahrzehnten daraus besteht, Unternehmern, Investoren, Familien aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zu helfen, einen Plan B aufzubauen, Optionen zu haben, Optionalität, auszuwandern, nicht weil ich auf den Krieg wette, sondern weil ich auf nichts wette. Hier ist das Prinzip. Wenn du in deiner Lage bist, in der dein eigener Außenminister, dein eigener militärischer Apparat und der Gegner alle in eine Richtung zeigen, dann hast du keine 2 Optionen mehr. Dann hast du eine Pflicht. Und diese Pflicht heißt, man kann schon fast sagen, es ist eine Fürsorgepflicht für dich, deine Familie, dein Vermögen, dass du versuchst,
Klumpenrisiken zu vermeiden, dass du nicht alles im deutschsprachigen Raum konzentrierst. Nicht dein Vermögen, nicht dein Aufenthaltsrecht, möglicherweise nicht deine Familie, nicht deine Firma, nicht deine Bankkonten. Und das hat jetzt nichts mit Panik zu tun. Das ist das, was Familien in Europa über Jahrhunderte gemacht haben. Zumindest wenn sie kluge Familien waren. Sie haben Bankkonten in mehreren Ländern gehalten. Also selbst die deutsche SPD hat während der Nazizeit Konten in der Schweiz gehabt. Nur weil sie Konten in der Schweiz hatten, konnten sie Parteivermögen retten. Das gilt für viele andere deutsche Familien auch, die unter der Androhung der Todesstrafe unter den Nazis geheimes Vermögen in der Schweiz gehalten haben. Die konnten sich dann nach der Entwertung der Reichsmark mit dem Gold oder den Schweizer Franken, die sie hatten, eine neue Existenz aufbauen. Weitdenkende Familien hatten schon immer Wohnsitze in verschiedenen Ländern. Sie hatten vielleicht sogar verschiedene Staatsbürgerschaften. Und wenn es brenzlig wurde, dann waren sie nicht diejenigen, die am Bahnhof gestanden haben mit einem Koffer und einer Visumsfrage. Diese Dinge hatten sie alle vorher geklärt und idealerweise waren sie schon alle lange vorher weg, bevor es zur Krise kam. Was heißt das konkret? Konkret heißt es zum Beispiel ein Aufenthaltstitel. Idealerweise außerhalb der NATO-Aufmarschzone. Zum Beispiel in Paraguay, zum Beispiel in Uruguay, Panama, Dubai, Mauritius, Costa Rica, Sansibar. Jede dieser Optionen ist innerhalb von 2 bis 6 Monaten umsetzbar, manche schon sehr viel schneller. Konkret kann es heißen, einen zweiten Pass. Zum Beispiel ein Pass in Serbien, in Irland oder auch ein Pass, den man per Investment bekommt, zum Beispiel in der Karibik oder in Sierra Leone. Ganz nach Familienkonstellation und auch nach Investitionsvolumen. Konkret heißt das, Konten im Ausland zu haben. Ein Konto, das nicht in der Reichweite einer deutschen Krisengesetzgebung ist. Konkret heißt das, einen Teil des Vermögens in physischen Werten außerhalb des Heimatlandes vorzuhalten. Außerhalb des Euro. Breit gestreut. Das alles ist nicht illegal. Das ist keine Steuerhinterziehung. Das alles ist auch nicht meldepflichtig. Das ist ganz normales Risikomanagement. Risikomanagement, das in jedem schweizerischen, in jedem britischen, in jedem amerikanischen Family Office der Standard ist. Nur in Deutschland wird immer wieder suggeriert, dass das in irgendeiner Weise verdächtig ist. Frag dich, wer sowas suggeriert? Und frag dich, in wessen Interesse? Eines weiß ich aus den letzten 25 Jahren mit Sicherheit. Es wird immer zu früh sein, einen Plan B aufzubauen, bis es eben dann mal zu spät ist. Es gibt keinen Punkt dazwischen. Wenn die Schlagzeilen groß genug sind, dass auch dein Schwager und dein Nachbar darüber reden, dann sind die Visa-Fenster zu. Die Banken nehmen keine neuen Kunden mehr an. Die Immobilienpreise im Zielland sind um 30% gestiegen. Die Anwälte sind für die nächsten 12 Monate ausgebucht. Erich Warth hat gestern bei Lanz nicht gesagt, was du tun sollst. Das ist nicht sein Job. Sein Job war, die militärische Lage einzuordnen. Das macht er auch, wenn er auf unseren Seminaren ist. Mein Job ist, dir zu sagen, was die operative Konsequenz aus der von ihm beschriebenen Lage ist. Die operative Konsequenz heißt, dass du jetzt deine Hausaufgaben machst. Heute, nicht im Herbst, nicht nach den nächsten Wahlen, nicht wenn die erste Drohne in München einschlägt. Wenn du keinen Plan B aufbaust, dann hast du implizit bereits einen Plan gemacht. Der Plan heißt, dass du darauf vertraust, dass die Bundesregierung, die nicht mal mehr heiße Drähte in den Kreml hat, dich am Ende rausholt. Wirklich? Das ist eine Wette. Du kannst sie eingehen. Aber dann geh sie bewusst ein, mit offenen Augen und nicht nur aus Bequemlichkeit. Die andere Alternative ist, dass du dich jetzt, wo es noch einigermaßen ruhig ist, wo es noch geht, wo du noch frei reisen kannst, konkret mit einem Plan B auseinandersetzt. Dass du dir YouTube-Videos anschaust, dass du dir unsere Webseite anschaust, dass du einen Beratungstermin buchst, dass du vielleicht zu einem unserer Seminare kommst. Dabei geht es nicht nur darum, dass du in möglichst kurzer Zeit sehr viel lernen wirst, wobei das ganz sicher nicht der Fall sein wird. Es geht aber auch darum, dass du Gleichgesinnte triffst, Menschen, die genauso denken wie du. Dass du Persönlichkeiten triffst, wie den Herrn General Warth. Dass du meine Kollegen und mich treffen kannst, zum Beispiel den Daniel, den Friedrich, den Harley. Dass du Teil einer Community wirst, die dich darin bestärkt, dass du nicht allein auf diesem Weg bist. Und das scheint uns ja vielfach suggeriert zu werden. Du wirst ja schnell als der Verrückte dargestellt, wenn du dir um solche Szenarien ernsthaft Gedanken machst. In unserer Community, das sind alles Leistungsträger, erfolgreiche Menschen, Unternehmer, Freiberufler, Investoren, Menschen, die sehr intelligent sind, die sich viel aufgebaut haben, die aber eben deswegen auch viel zu verlieren haben, die nicht naiv sind, sondern die sich auf den Weg machen wollen. Und wie gesagt, du musst dafür nicht auswandern wollen. Alle Dinge, die wir besprechen, kannst du auch jetzt, heute von Deutschland, Österreich oder der Schweiz in die Wege leiten. Aber natürlich beschäftigen sich am Ende auch viele mit der Idee des Auswanderns. Und ehrlich gesagt, ich kann es verstehen. Ich habe Deutschland schon vor 26 Jahren verlassen. Ich habe in 6 Ländern gelebt, auf verschiedenen Kontinenten. Und ich kann dir sagen, es war eine sehr gute Entscheidung. Das Leben ist nicht zu Ende, wenn du Deutschland verlässt. Ganz und gar nicht. Es fängt vielleicht erst richtig an. Weniger Steuern, mehr Sonne, weniger Vorschriften, mehr Verantwortung für dich selbst, mehr Geld, mehr Freiheit, weniger Staat. Das ist unser Motto. Das ist das Prinzip, nach dem ich seit Jahrzehnten arbeite.
Reichweite. Und das war noch nie so relevant wie heute. Mach das, was du machen kannst, mach es jetzt, warte nicht. Wenn du dich einmal auf den Weg gemacht hast, wirst du nicht zurückschauen. In diesem Sinne würde ich mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.